Guten Morgen aus Singapur. Es ist kurz vor 10 und ich gehe jetzt auf meine erste kleine Fahrradtour hier in Singapur. Die wird mich vom Alexandra Park Connector entlang des Alexandra Kanals und des Alexandra Rivers bis zur Marina Bay Sands führen. Wir werden da so an ein paar kleinen netten Gegenden vorbeikommen, Clarke Quay, Boat Quay, und ja, es ist leicht bewölkt, etwas windig, die ganzen letzten Tage schon, und ich freue mich auf meine erste kleine Tour. Auf geht's! Hier beginnt jetzt der Alexandra Canal. Das ist immer noch der Alexandra Park Connector. Und hier entlang an dem Kanal und dann am Singapore River werde ich bis zur Marina Bay Sands fahren. Es ist einfach super schön hier lang zu fahren. Es ist extrem gepflegt, der Rasen ist gemäht, die Blumen blühen, es ist extrem sauber, hier liegt überhaupt kein Dreck rum, gar nicht. Es macht richtig Spaß hier lang zu fahren. Der Fluss ist hier neben mir immer noch und wir fahren jetzt Richtung Robertson Quay.
Ja, hier läuft gerade der Super Bowl in den letzten Zügen und man hört hier in den Bars die Leute jubeln. Der Fernseher läuft hier überall in den Bars und die sind gut gefüllt jetzt am Morgen in den letzten Zügen des Super Bowls. Sehr laut hier, weil hier eine große Baustelle ist nebenan. Ich hoffe, ihr hört mich trotzdem. Ich laufe jetzt hier durch Clarke Quay. Hier ist natürlich gar nichts los, hier ist alles zu. Am Abend wird es hier extrem voll. Es ist die Partymeile von Singapur mit Bars, Clubs und Restaurants. Und gerade am Wochenende wird es hier richtig was los. Ich bin jetzt am Boat Quay angekommen, das ist schon fast an der Marina Bay Area, also wir sind in ein paar Minuten sind wir schon an der Bucht, wo wir dann auch das Marina Bay Sands auf der anderen Seite sehen und rüberradeln können. Boat Quay hier auf der anderen Seite des Flusses, ein Restaurant nach dem anderen, sowohl beliebt bei Touristen als auch bei Geschäftsleuten, weil, wie man hier sieht, das Bankenviertel, die CBD Area, Central Business District Area, direkt nebendran ist. Hier ist auch abends natürlich ordentlich was los. Ich habe gerade eben noch ein Jubeln gehört, das heißt, ich vermute, das NFL-Game wird noch laufen. hier ein bisschen ungünstig für Fahrradfahrer. Ich muss hier mal gucken, wo ich lang kann, damit ich da rüber komme.
Ich muss die große Straße überqueren. Und hier ist eine Ampel. Perfekt. So, nach einer knappen Stunde angekommen in der Marina Bay Area, auf der anderen Seite des Marina Bay Sands Hotel. Ich werde jetzt dort rüber auf die andere Seite fahren zum Marina Bay Sands bzw. zu dem Shopping Center davor. Und das heißt, ich werde hier einmal rumfahren und dort hinten entlang mit dem Fahrrad und dann dort praktisch die Sicht auf die andere Seite hier Richtung CBD zu bekommen. Ja, Bikesharing gibt es hier tatsächlich auch, sogar relativ häufig, zum Beispiel auch an U-Bahn-Stationen und so weiter. Man muss die Fahrräder allerdings auch wieder an bestimmte Stellen zurückgeben. Also dort, wo man sie ausleihen kann, dort muss man sie auch wieder zurückbringen. Muss nicht dieselbe Station sein, kann auch eine andere sein, aber man kann sie jetzt nicht einfach irgendwo auf dem Gehweg abstellen, sondern es müssen halt bestimmte Rückgabepunkte sein. Genau. Habe ich auch schon mal gemacht. Werde ich nochmal ein Video drüber machen. Ganz im Nordosten von Singapur, in Punggol, Coney Island. Das ist ein bisschen zu weit, um mit meinem Fahrrad dorthin zu fahren. Deswegen ist es ganz gut, dass man da Fahrräder ausleihen kann.
anderen Seite angekommen. Aber ich werde jetzt hier erstmal mein Fahrrad anschließen, um hier die Gegend so ein bisschen zu Fuß zu erkunden. Ich glaube, das ist einfach. Dann schauen wir mal, wo wir hier das Fahrrad anschließen können. Diese Kuppel hier, das ist ein Apple Store. Den kann man nur von der Shopping Mall aus erreichen, auch wenn hier ein Steg draußen ist, kann man den nur von innen. Er führt einen Tunnel unter dem Wasser durch, da unten durch hier bis rüber in die Shopping Mall. Das können wir gleich mal von der anderen Seite aus gucken. So, heutige Tour, 8,3 Kilometer, knapp 1,5 Stunden unterwegs. Bin natürlich auch sehr langsam gefahren und es waren zwischendurch auch immer wieder Fußgänger dort oder bin auch mal mit dem Fahrrad gelaufen. Und das zählt ja alles mit und deswegen ist die Durchschnittsgeschwindigkeit bei 5,8. Wenn wir jetzt mal den Weg nach unten finden und den Eingang zum Apple Store, den möchte ich euch gerne zeigen. Praktisch der Tunnel rüber zu der Apple-Kuppel. Hier ist noch festlich geschmückt vom chinesischen Neujahr. Eine rote Schlange dort drüben, weil jetzt das Jahr der Schlange beginnt. Ja, und hier unter Palmen beende ich jetzt das Video für heute. Es war eine schöne Radtour. Ich habe gerade gut gegessen, Wonton Noodles, und jetzt werde ich nach Hause radeln und den Nachmittag genießen. Bis zum nächsten Mal.